Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in unserer Videoserie für SAP Business One. In der heutigen Demo möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie man Belege erstellt, Belege bearbeiten kann. Ich schlage vor, dass wir eine komplette Belegkette erstellen und uns in diesem Zusammenhang auch das Zusammenspiel mit unserer Lösung Uniorg Smart MDE, quasi einer scannerbasierten Lösung für Lager, Versand und Produktion, einmal gemeinsam anschauen. Ja, lassen wir uns keine Zeit verlieren und einmal starten. Wir beginnen bei einem Angebot. Wir haben einmal die Möglichkeit, natürlich über das Workbench abzuspringen oder alternativ natürlich auch die Möglichkeit, in das Menü zu gehen und hier auch das Angebot zu wählen. Wie Sie in unserem Überblicksvideo schon gesehen haben, ich arbeite ganz gerne ohne das Menü und wähle hier entsprechend den Absprung. Auch hier natürlich verschiedene Optionen. Einerseits kann ich in meine Geschäftspartner springen, habe hier natürlich entsprechend meine Kundenlisten, kann aus diesen Listen entsprechend auswählen, kann entsprechend sortieren, kann mit Platzhaltern arbeiten und so mir entsprechend die Suche auch selektieren und kann hier natürlich als ganz kurzer Absprung entsprechend auch die Spalten ein- und ausblenden, die für mich relevant sind. Ja, kann also, Sie sehen es in meinem Beispiel, beispielsweise auch hier ein Kontensaldo einblenden, Gruppencode einblenden und das auch schon in Form einer ersten Exportmöglichkeit, diese Liste beispielsweise auch kopieren und einfach in Excel einfügen. Aber zurück zu unserer Suche. Im einfachsten Fall, wenn ich weiß, dass es diesen Geschäftspartner schon gibt, dann tippe ich einfach darauf los und über die Auto-Suggest-Funktion wird mir der entsprechende Geschäftspartner schon vorgeschlagen. Ich kann eine entsprechende Referenz verwenden und kann dann sehr zügig anfangen, meine Artikelposition zu erfassen. Auch hier wieder die Möglichkeit, über die Artikelnummer zu gehen, über die Artikelbeschreibung zu gehen. Ich kann mir auch Spalten einblenden, die meine Geschäftspartner-Katalognummer, sprich vielleicht die Artikelnummer einblenden, unter der mein Kunde diesen Artikel führt. Viele Wege, die letztendlich möglich sind. Ich tippe jetzt einfach die Beschreibung, die ich im Kopf habe und kriege auch hier wieder vorgeschlagen, welche Artikel da zu meinem System hinterlegt sind und kann die entsprechend auswählen. Auch hier gilt wieder, alle Artikel sind beispielhaft, auch Preise sind beispielhaft und haben entsprechend nichts mit der Realität zu tun. Ja. Sie sehen jetzt weiterhin, dass ich verschiedenste Spalten in meinem System auch eingeblendet habe und das durchaus auch jede Menge ist. Da ist natürlich ganz einfach für jeden Benutzer auch die Möglichkeit, über die Formulareinstellung sich diese Ansicht zu definieren. Spalten können entsprechend deaktiviert werden, können aktiviert werden. Es können Spalten auch in der Reihenfolge verschoben werden. Oder Sie haben letztendlich sogar die Möglichkeit, hier entsprechend Spalten auch umzubenennen. Ja, sodass Sie vielleicht das eigene Wording, was Sie schon viele Jahre im eigenen Haus haben und kennen, auch wieder Ihren Anwendern zur Verfügung stellen können. In meinem Fall lasse ich die Konfiguration hier einmal stehen. Wir haben jetzt einmal den ersten Artikel ausgewählt. Ich kann natürlich jetzt, wenn ich mit sehr vielen Positionen Artikeln arbeite, mir hier auch entsprechend mehr Platz im Menü einstellen oder im System einstellen und könnte jetzt einmal schauen, was ich denn noch so für Artikel mit der Kennzahl IK am Anfang der Artikelnummer in meinem System habe. Ja, und hier habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, und achten Sie da bitte auch einmal auf die Reihenfolge, mir die verschiedensten Artikel dann auch mit in den Beleg zu ziehen und füge diese jetzt hinzu. Und Sie sehen auch hier, dass die Reihenfolge entsprechend auch korrekt berücksichtigt wurde und die Artikel jetzt in meinem Angebot übernommen wurden. Ich habe weiter die Möglichkeit, mit Zwischensummen zu arbeiten, könnte jetzt beispielsweise auch Alternativpositionen erfassen und meinem Kunden die Option geben, dass wenn er einen dieser Artikel in einer höheren Menge abnimmt, dass er entsprechend vielleicht auch einen Rabatt bekommen habe. Diese Möglichkeiten stehen hier zur Verfügung. Genauso natürlich wie die Option, mit Textpositionen zu arbeiten, um Möglichkeiten mitzugeben. Ich kann in meinem System fixe, pauschale Eingangs- und Abschlussbemerkungen hinterlegen, die dann automatisch entsprechend angedruckt werden, habe aber auch immer natürlich die Möglichkeit, im einzelnen Beleg ganz individuelle Bemerkungen auch zu erfassen und kann hier natürlich auch auf verschiedene Textbausteine zurückgreifen, wenn ich das möchte. Ja.
Ansonsten zieht unser Angebotsbeleg natürlich alle Informationen aus den grundsätzlichen Stammdaten, wie sie im System hinterlegt sind. Das heißt, hier, wenn wir in den Bereich der Logistik abspringen, haben wir entsprechend unsere Rechnungs- und Lieferadresse. Die können wir natürlich individuell anpassen, auch überschreiben. Und es werden hier natürlich auch buchhalterische Grundeinstellungen auch gezogen, die ebenfalls natürlich auch wieder überschrieben oder speziell nur für diesen einen Beleg angepasst werden können. Ja. Bitte sagen, wir fügen das Angebot einmal hinzu, haben das Angebot in unserem System, können uns vielleicht auch mal eine Vorschau anschauen und haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze auch als PDF zu exportieren. Wir können das Ganze direkt an eine E-Mail auch übergeben und das dem Kunden senden. Also verschiedenste Möglichkeiten und natürlich ganz klassisch auch der Druck. Ja. So könnte das Ganze jetzt beispielsweise aussehen. Das ist ein gewisses Standard-Layout, was wir ausliefern. Wir können auch entsprechend Artikelbilder mit andrucken, wenn sie denn dem Artikel auch entsprechend hinterlegt sind, und können das Ganze rausgeben und haben hier auch schon vordefiniert ein Unterschriftsfeld, wo der Kunde das Angebot auch akzeptieren kann. Prima. So, in unserem Fall gehen wir jetzt davon aus, Kunde akzeptiert das, hat uns das Ganze bestätigt. Wir möchten das Angebot jetzt einfach an einen Kundenauftrag übergeben. Einfache Möglichkeit natürlich, es finden sich immer in den Belegen hier unten diese Möglichkeiten kopieren nach. Das heißt, ich kann einerseits jetzt dieses Angebot in einen Kundenauftrag kopieren oder ich könnte auch einen leeren Kundenauftrag öffnen und mir Angebote quasi in den Kundenauftrag ziehen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn man vielleicht aus mehreren Angeboten bestellte Artikel in einen Kundenauftrag zusammenfassen möchte. Wir übergeben jetzt hier an der Stelle einmal das Angebot in den Kundenauftrag. Sie sehen, es werden alle relevanten Informationen entsprechend übernommen. Ebenfalls natürlich schon wieder vorausgefüllt und ich habe natürlich auch wieder verschiedenste Spalten, die hier eingeblendet werden, wie zum Beispiel mein EK-Preis, mein VK-Preis. Kann natürlich auch in meine Bruttogewinnberechnung gehen, kann mir das Ganze auch nochmal anschauen, ob das soweit stimmig ist. Wenn ich hier eventuell zu große Rabatte gegeben habe oder mich eventuell auch vertippt habe, dann würden hier entsprechend auch Zeilen rot markiert werden. Ja. So, sehe natürlich jetzt entsprechend meine Bestandsinformation, sehe jetzt in meinem ganz konkreten Beispiel, dass ich keinen Bestand auf Lager habe, es auch keine anderen Aufträge gibt, die irgendwie Ware reservieren und es auch keine Bestellung im System gibt. Ja? Das könnte jetzt vielleicht bei den Unternehmen passen, die grundsätzlich ihre Waren auftragsbezogen für den Kunden bestellen, weil eventuell immer wieder individuellen Waren auch angefragt werden. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn jetzt bestimmte Mindestbestände auch unterschritten sind, in SAP Business One die Materialbedarfsplanung zu verwenden, die genau so etwas letztendlich verhindert. Ja. Wir könnten den Auftrag jetzt hinzufügen, unsere Materialbedarfsplanung ausführen, die dann feststellt, dass wir keinen Bestand haben und uns entsprechend allgemein in meinem System eine Bestellung generiert. Wir können aber auch einen zweiten Weg gehen und das heißt, wir können jetzt für diesen Auftrag, sprich auftragsbezogen, auch einen Assistenten starten, der quasi jetzt eine Verknüpfung auch zwischen dem Auftrag und einem Einkauf herstellt und jetzt schon, Sie sehen, man muss natürlich auch das Lieferdatum im System erfassen. Das ist ein korrekter Hinweis. Und ich füge den Auftrag jetzt einmal hinzu und starte jetzt den Assistenten, der feststellt, dass wir eben keinen Bestand haben und uns als Ergebnis daraus eine entsprechende Bestellung für diese 5 Artikel vorschlägt. So, Sie sehen, dass entsprechend ein Beschaffungsbeleg mit der Nummer 547 jetzt für diesen Auftrag erstellt wurde. So, wir können das Ganze einmal schließen, können einmal in unser Angebot zurückspringen. Hierzu wähle ich wieder die Angebote, springe in meinen Datensätzen in den letzten Beleg. Sie sehen auch hier, das Angebot ist entsprechend geschlossen, das heißt die Zeilen sind auch geschlossen, weil es entsprechende Folgebelege gibt und die schauen wir uns einmal über den Verknüpfungsplan an. So. Wir sehen im Grunde genommen, aus unserem Angebot wurde ein Kundenauftrag, zu dem Kundenauftrag wurde eine Bestellung generiert,
mit der Nummer 547. So, und jetzt im Grunde genommen zwei unterschiedliche Wege. Im klassischen Prozess würde jetzt die Ware im Wareneingang landen, der Mitarbeiter würde den Lieferschein entgegennehmen, würde die Ware prüfen, würde wahrscheinlich handschriftlich die Lieferung als vollständig kennzeichnen, den Lieferschein ins Büro geben und dort würden die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen diesen Lieferschein als Wareneingang im System buchen. Damit genau dieser Prozess nicht mehr manuell stattfinden muss, was natürlich einerseits auch Wartezeiten, Liegezeiten auch mit sich bringen, gegebenenfalls auch Fehlerquellen, gibt es unsere Uniorg Smart MDE-Lösung, eine mobile Lösung, die quasi den Mitarbeitern im Lager, im Versand und in der Produktion die Möglichkeit gibt, scannerbasiert auf SAP-Belege zuzugreifen, diese zu bearbeiten und auch direkt in das SAP-System zu melden. Wir sehen jetzt in meinem Beispiel, ich habe diese Anwendung jetzt im Browser gestartet, das heißt, es ist eine browserbasierte Anwendung, die läuft auf meinem Notebook. In der Regel gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich einmal das Ganze, Sie sehen es hier, auch auf einem klassischen Handheld-Gerät zu betreiben, womit ich dann natürlich auch entsprechende Scan-Möglichkeiten habe. Aber ich kann das Ganze auch auf einem Tablet beispielsweise betreiben oder auf einem ganz klassischen PC, eventuell sogar mit einem Touch-Monitor. Ja. Grundsätzlich zum Produkt natürlich erstmal verschiedene Möglichkeiten, das Ganze auch farblich zu gestalten für diejenigen, die es dann gerne auch im Dark-Modus mögen. Natürlich die Option, ich springe jetzt einmal unseren Standard-Layout wieder zurück, melde mich jetzt hier an der Anwendung an und sehe schon, dass ich verschiedenste kleine Apps habe, die mir hier zur Verfügung stehen. Je nachdem, welche Apps meiner Rolle zugewiesen wurden, sehe ich hier einmal alle verfügbaren Apps für meine Person, für meine Rolle und habe dann selbst auch in meinen eigenen Einstellungen die Möglichkeiten, diese Apps auch in der Darstellung unterschiedlich darzustellen, die Reihenfolge auch zu verändern oder entsprechend mir auch als Favorit zu kennzeichnen, weil ich diese Apps beispielsweise sehr häufig nutze. Ja, und dann entsprechend über die Favoriten hier auch schnell zugreifen zu können. Sie sehen verschiedenste Optionen, Wareneingang, einkaufsbezogen, Bestandsumlagerung, Warenausgangsfunktionen, wir haben Kommissionieren, Packfunktionen, aber auch sowas wie einfach die Verfügbarkeit eines Artikels auch über einen Scan-Vorgang mal eben zu kennzeichnen oder aber auch ein sehr wichtiges Thema, beispielsweise überhaupt erstmal Etiketten zu drucken, weil Ware im Wareneingang vielleicht auch ohne entsprechende Etiketten, ohne entsprechenden Barcode auch geliefert wird. Ja? Und als kleines nettes Feature auch eine Wetterfunktion, die mir natürlich ermöglicht, auch mal anzuzeigen, ohne dass ich zum Fenster rausschauen muss, wie denn draußen so das Wetter bzw. die Temperatur ist. In unserem Fall einmal den Wareneingang, den einkaufsbezogenen Wareneingang. Hierzu gibt es zwei verschiedene Apps, einmal die Standardvariante und eine Art Schnellerfassungs-App für diejenigen, die wirklich in größeren Mengen per Scan-Vorgängen die Ware auch vereinnahmen möchten. Wir springen einmal in unsere Standard-App, schauen nochmal hier in unser SAP-System. Wir erwarten die Bestellung mit der Nummer 547. Diese Bestellnummer würde ich hier einmal erfassen und kriege natürlich sofort angezeigt, welche Artikel hier relevant sind. All diese Informationen kommen jetzt direkt in Echtzeit aus meinem SAP-System. Das heißt, wir haben hier keine eigene Datenhaltung und haben auch keine Notwendigkeit, das irgendwo in einer Dockingstation Daten dann später wieder zu synchronisieren. So. Je nach Einstellung habe ich jetzt hier die Möglichkeit, natürlich einmal den Artikel zu springen und die Menge dem System jetzt einmal mitzuteilen. Ich mache das einmal jetzt beispielhaft für 2 Artikel. Und würde dann nochmal in unsere Schnellerfassungs-App springen, um Ihnen da auch nochmal die Möglichkeit zu zeigen, wie das Ganze weiterhin auch funktionieren kann. Ja, einfach eine zweite App. Hier habe ich die Möglichkeit, gerade auch in Verbindung mit der Handheld gesteuerten Bedienung, dann einfach den Artikel abzuscannen, sodass das Ganze hochgezählt wird. Da ich jetzt auf meinem Notebook bzw. an meinem Notebook keinen Scanner angeschlossen habe, tue ich jetzt einfach mal so. Und Sie sehen schon, man muss es natürlich richtig schreiben. Und simuliere einen Scan-Vorgang. Voila, hat geklappt. Das heißt, ich kann hier natürlich einmal die entsprechende Artikel- oder Barcode-Nummer scannen. Der Artikel wird automatisch hochgezählt, habe aber trotzdem in dieser App auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann hier Artikel auch manuell
entsprechend hochzählen und auch zubuchen. Perfekt. So. Wareneingang einmal hinzufügen. Auch hier, es wird automatisch im Hintergrund in SAP ein Wareneingangsbeleg erstellt. Ja. Passt. So, dann schauen wir einmal in unser SAP-System, frischen den Beleg einmal eben auf, werfen nochmal einen Blick in unseren Verknüpfungsplan und sehen, aha, zu unserer Bestellung gibt es 2 Wareneingänge, die wir jetzt eben verbucht haben. Einmal über die erste App und die restlichen Positionen über die zweite App. Okay, was jetzt passieren kann, im Grunde genommen, können wir jetzt einmal in unseren Kundenauftrag springen. So, hier können wir natürlich entsprechend auch Funktionen einstellen im System in Form von Arbeitsvorratslisten, vielleicht auch in Form von Alarmfunktionen, die mir auch signalisieren, dass wir jetzt Lieferungen haben, die ausgeliefert werden können, weil eben auch Bestände entsprechend verfügbar sind. Das heißt, wir sehen hier, wir haben jetzt einen Lagerbestand und entsprechend auch jeweils eine Menge 1 bestätigt. Das ist im Grunde genommen unser eigener Kundenauftrag, in dem wir uns gerade befinden. Ja, wie auch schon in dem Überblicksvideo ja auch gezeigt, können wir jetzt hier natürlich auch von den Positionen direkt in den Stammdaten abspringen und sehen jetzt auch hier in unseren Bestandsdaten, dass wir im allgemeinen Lager einen Bestand von 1 haben und auch eine Menge von 1 bestätigt wurde. Über unsere erweiterte Verfügbarkeitsprüfung können wir uns jetzt auch anschauen, welche ganz konkreten Belege sind hierfür verantwortlich. Ja, und wir sehen hier die Lagermenge 1, dem entgegen steht ein Auftrag des Kunden PC Welt, der im Grunde genommen eine Menge auch bestätigt. Okay. Nächster Schritt könnte jetzt im Grunde genommen sein, und da gibt es wieder verschiedene Methoden. Innerhalb der Lagerverwaltung steht Ihnen der Bereich Kommissionieren und Packen zur Verfügung. Hierin enthalten sind Assistenten. Das heißt, Sie könnten jetzt über einen Zeitraum X Aufträge im System erfassen, ansammeln quasi und dann über den Kommissionierassistenten automatisiert dazu Kommissionierlisten mit unterschiedlichsten Kommissionierstrategien dann auch erstellen lassen. Ja. In meinem ganz konkreten Fall würde ich das jetzt einmal nur für diesen einen Kundenauftrag tun. Das heißt wirklich eine kundenauftragsbezogene Kommissionierliste erzeugen. Das lässt sich auch per Rechtsklick sehr einfach durchführen und man sieht jetzt hier, es wurde die Kommissionierliste 123 erzeugt. Eine nächste Möglichkeit, unsere mobile App Uniorg Smart MDE zu nutzen. Ich springe einmal wieder in die App und würde hier jetzt in den Bereich Kommissionieren gehen und sehe hier auch unsere neue Kommissionierliste vom heutigen Datum, die Nummer 123. Was mir jetzt angezeigt wird, ist einmal der grundsätzliche Arbeitsvorrat, das heißt all diese Artikel, die aus dem Lager zu holen sind, und je nach Einstellung kann man hier auch verschiedene Darstellungen bzw. aus Sortierungen in Form von Lagerplätzen letztendlich auch hinterlegen. Ich beginne die Kommissionierliste zu bearbeiten, reserviere quasi diese Kommissionierliste. Das macht natürlich vor allem da Sinn, wo ich mehrere Mitarbeiter im Lager in der Kommissionierung habe und verhindern möchte, dass jetzt 2 Mitarbeiter an der gleichen Liste auch arbeiten. So, und jetzt habe ich ganz klassisch die Möglichkeit, entsprechend meine Liste zu bearbeiten. Auch hier, je nachdem, wie ich das System einstelle, in meinem Fall, ich habe jetzt hier gerade keinen Scanner an meinem Notebook, zähle ich die Menge entsprechend hoch. Ich kann das System aber natürlich auch so einstellen, dass ein Abscannen einer Artikel, einer Barcode-Nummer und natürlich auch eines Lager- oder Lagerplatzes im System zwingend erforderlich ist. Für diejenigen, die mit Seriennummern arbeiten oder auch mit Chargenpartien arbeiten, auch diese Funktionen werden natürlich vom System unterstützt. So, ich bearbeite das Ganze jetzt einmal durch, bekomme jetzt gleich auch meine Informationen, dass die Liste vollständig kommissioniert wurde, und auch jetzt wieder je nach Berechtigung in meinem System habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Lieferung zu erstellen. Das könnte jetzt einerseits die Erstellung der Lieferung mit dem tatsächlichen Druck des Lieferscheins sein, den ich der Ware beilege, für diejenigen, bei denen der Prozess an der Stelle dann schon abgeschlossen ist. Ansonsten kann ich natürlich erstmal die klassische Lieferung im System erstellen, um dann jetzt im zweiten Schritt gleich auch in den Bereich Lieferung, Packen abzuspringen. Ich würde vorschlagen, wir
werfen zwischendurch einen Blick auf unser SAP Business One System, sehen jetzt nach Aktualisierung der Kommissionierliste, dass diese abgeschlossen ist und können in diesem Zusammenhang dann einmal einen aktuellen Blick in unseren Verknüpfungsplan werfen und sehen, dass wir neben der Bestellung und neben den Wareneingängen zwischenzeitlich auch die Lieferung erstellt haben. Gehen wir einmal zurück in unsere mobile Lösung. Für diejenigen, die jetzt quasi verschiedene Packarbeitsplätze haben, das heißt eine Art zweistufige Kommissionierung nutzen, gibt es jetzt die Möglichkeit, die eben erstellte Lieferung zu verpacken. Ja, wir springen hierzu entsprechend in unseren Lieferbeleg und haben jetzt die Möglichkeit, wir haben es ja hier mit etwas größeren, sperrigen Artikeln zu tun. Ich würde sagen, wir verpacken das auf 2 Paletten, können also unterschiedliche Verpackungstypen auswählen. Hier werden alle Verpackungstypen angezeigt, die Sie standardmäßig in Ihrem SAP-System anlegen. Und ich verwende jetzt die erste Palette und kann jetzt entsprechend eine Artikel der Palette zufügen. Das kann natürlich auch per Scan-Vorgang erfolgen. Würde jetzt nach den ersten beiden Artikeln die erste Palette auch abschließen und eine zweite Palette eröffnen und die restlichen 3 Artikel jetzt dieser Palette zufügen. Diese App ist natürlich eher dafür ausgelegt, dann auf einem etwas größeren Display genutzt zu werden, sprich dann nutzt man eher kein kleineres Handheld-Gerät, sondern vielleicht eher ein Tablet oder vielleicht auch einen klassischen PC mit einem Touch-Monitor, weil die natürlich eher in einem Querformat zu bedienen ist. Ja. Füge das Ganze jetzt hinzu und bin mit dem ganzen Prozess jetzt auch schon durch, habe quasi die Verpackungsmaterialien jetzt hinzugefügt und wenn ich einmal noch in unsere Lieferung springe, dann steht mir hier auch ganz einfach die Funktion zur Verfügung, mir die Packliste hinter der Lieferung auch anzuschauen. Ja, und hier sehe ich sofort, okay, ich habe 2 Packstücke, jeweils 2 Paletten. In der ersten Palette oder auf der ersten Palette finden sich diese beiden Artikel und in der zweiten Palette oder auf der zweiten Palette finden sich die anderen 3 Artikel. Ja. Perfekt. Lieferung vollständig. Natürlich kann der Prozess jetzt noch weitergehen. Das heißt, wenn Sie mit Spediteuren wie DHL, UPS entsprechend arbeiten, dann kann natürlich beim Melden oder beim Erfassen der Packstücke automatisch auch beispielsweise das DHL-Geschäftskundenportal angesteuert werden, sodass dann schon an Ihrem Drucker auch die entsprechenden Etiketten ausgedruckt werden und die jeweiligen Transaktionsnummern dann auch in das SAP-System mit übermittelt werden können. Ja, gegebenenfalls sogar auf dem Lieferschein angedruckt werden kann. Prima. Also, Lieferschein ist erstellt, das heißt jetzt auch wieder verschiedene Varianten. Wir könnten jetzt natürlich auch diverse Lieferungen ansammeln und dann auch assistentengesteuert alle Ausgangsrechnungen mit einem Rutsch erstellen lassen. Oder in meinem Beispiel jetzt würde ich einmal manuell die Ausgangsrechnung erstellen. Und der Prozess ist Ihnen ja jetzt auch schon bekannt, das heißt, wir haben immer wieder Folgebelege, die einfach natürlich nur die vorherigen Positionen immer wieder übernehmen. Wir haben immer wieder verschiedene Spalten, die wir einzeln definieren können und haben entsprechend den Beleg vorausgefüllt und fügen den jetzt einfach unserem System hinzu. Perfekt. Blick in den Verknüpfungsplan zeigt, dass sich ein bisschen mehr getan hat zwischenzeitlich. Wir sehen hier, wir befinden uns in der Ausgangsrechnung. Anhand des offenen Schlosses sehen wir, dass der Beleg noch offen ist und anhand des roten Balken sehen wir, dass die Rechnung auch noch nicht beglichen ist. Lassen Sie sich davon jetzt bitte nicht irritieren. Das liegt daran, dass in meinem System auch eine Archivierung, ein Dokumentenmanagement auch integriert ist. Das heißt, wir können das System so einstellen, dass wir automatisch alle Druckbelege, die wir im System erstellen, automatisch auch in ein Archivsystem übergeben, wo sie auch da revisionssicher auch archiviert sind. Ja. So, was wäre jetzt der nächste Schritt? Was fehlt im Grunde genommen noch? Durch die Integration der Buchhaltung haben wir natürlich auch die Möglichkeit, auch Zahlungseingänge in unserem System auch zu verwalten. Und das würde ich sagen, das tun wir jetzt eben einfach nochmal, um das Ganze ausgangsseitig auch abzuschließen. Das heißt, wir schließen einmal unsere bisher erstellten Belege
Das Ganze lässt sich per Knopfdruck auch so durchführen, dass wir alle Belege auf einmal schließen können. Und wollen jetzt eine Eingangszahlung verbuchen. Jetzt könnte ich natürlich durchs Menü gehen, kann aber natürlich genauso einfach mal drauf lostippen, bekomme den Menüpunkt angezeigt, springe jetzt eben mal in meinen Geschäftspartner, die PC Welt, und sehe rein vom Datum her, der 19. Februar, dass sich hier meine Ausgangsrechnung wieder befindet. Ich gebe dem System einmal die Informationen mit, über welche Zahlungsmethode habe ich Geld erhalten. In meinem Fall kam es per Banküberweisung. Trage hier einmal den relevanten Betrag ein und buche den Zahlungseingang. Ja. So schnell kann das Ganze passieren. Das, was wir jetzt eben gesehen haben, ist eine manuelle Buchung. Natürlich können wir Sie auch dabei unterstützen, indem wir die Kontoauszugsverarbeitung in SAP Business One verwenden, die anhand von MT940 Kontoauszügen diese Zahlungseingänge natürlich auch automatisiert verbuchen kann. Prima. Also, wir sind mit unserer Belegkette so ziemlich durch. Wir können jetzt einfach mal in die letzte Ausgangsrechnung springen. Das heißt, wir gehen hier auf Ausgangsrechnung, wählen den letzten Beleg in unseren Datensätzen, sehen, dass der Beleg entsprechend auch geschlossen ist. Und wir sehen, an verschiedensten Stellen können wir immer wieder in unseren Verknüpfungsplan einspringen, abspringen und sehen unsere komplette Belegkette, die wir hier eben erstellt haben. Wir befinden uns in der Ausgangsrechnung. Wir haben ein Häkchen dran, das heißt, der Beleg ist abgeschlossen. Wir sehen eine kleine Differenz in den Beträgen zwischen der Ausgangsrechnung und der Zahlung. Und auch hier haben wir natürlich ganz einfach die Möglichkeit, uns mal anzuschauen, woran das liegt. Das heißt, wenn wir in die Eingangsrechnung springen, dann fällt uns auch relativ schnell auf, dass wir auch hier 2% Skonto im System hinterlegt haben. Das heißt, wir sehen, dass es auch entsprechend der Unterschied auch seine Richtigkeit hat. Ja. Grundsätzlich würde jetzt natürlich auch eingangsseitig noch Folgendes fehlen, und zwar die Eingangsrechnung unserer Lieferanten. Auch das ist natürlich analog der Prozess, wie Sie es gerade eben auch ausgangsseitig gesehen haben. Wir könnten genauso gut die Eingangsrechnung jetzt verbuchen, zuordnen und dementsprechend über den Zahlungsassistenten auch unsere Ausgangszahlung in dem System in Form von SEPA-Dateien auch erstellen lassen. Ja. Vielleicht abschließend noch ein kurzer Hinweis zum grundsätzlichen Erstellen, Bearbeiten und auch den Suchfunktionen. Das heißt, ich springe hier nochmal in ein Angebot. Grundsätzlich, wenn wir einen dieser Belege öffnen, befinden wir uns im Hinzufügen-Modus und wir haben dann natürlich die Möglichkeit, jetzt einfach ein neues Angebot zu erstellen. Ich kann hier oder auch per Tastenkombination in einen Suchmodus wechseln und sehe, alle entsprechend gelb eingefärbten Felder bieten mir jetzt die Möglichkeit, entsprechend durchsucht zu werden. Ja, kann jetzt natürlich wieder mit Platzhaltern arbeiten, sehe hier jetzt beispielsweise alle Angebote im System zu meinem Demokunden PC Welt und habe auch hier natürlich wieder die Möglichkeit, mir diese Listen auch zu gestalten, weitere Spalten einzublenden anhand so ziemlich aller Felder, die einem im System zur Verfügung stehen. Kann natürlich auch wieder diese Listen filtern oder auch einfach die Tabelle kopieren, das sprich die Liste nach Excel exportieren. Und das Schöne daran ist, dass diese Tabelle dann natürlich auch in dem gleichen Format in Excel auch übernommen wird, so wie Sie das hier auch sehen. Das heißt, das lässt sich auch sehr gut weiter bearbeiten an der Stelle. Ja. So. Nach dem Suchen gelange ich in den Anzeigemodus. Hier hätte ich natürlich, wenn der Beleg nicht schon geschlossen ist, auch die Möglichkeit, den Beleg zu bearbeiten. Oder kann hier entsprechend auch in den klassischen Hinzufügen-Modus wieder umschalten, sprich einfach wieder auch einen neuen Beleg erstellen. Prima. Also, Sie haben gesehen, wir haben das Menü so gut wie gar nicht verwendet. Wir sind sehr häufig von unserer Workbench abgesprungen, hätten natürlich auch hier über diese Arbeitsvorratslisten abspringen können und haben jetzt so ziemlich eine ganze Belegkette auch einmal durchgespielt. Das ist jetzt natürlich nur eins von mehreren Beispielen. Könnten natürlich auch Streckengeschäftsprozesse durchspielen, Produktionsprozesse entsprechend auch einmal durchspielen. Das werden wir in den nächsten Videos dieser Demo-Serie dann mit Sicherheit auch tun. Prima. Ich freue mich, dass Sie noch dabei sind, hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen und freue mich natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Video wieder reinklicken. Viele Grüße und bis dahin.